Wenn du heute noch jeden N8N-Workflow manuell Node für Node aufbaust, dann verschwendest du extrem viel Zeit. Denn mit Cloud Code und dem richtigen MCP-Setup lassen sich mittlerweile komplette Automations direkt in deiner N8N-Instanz erstellen, validieren und testen lassen. Und wenn ein Prozess für N8N zu komplex oder zu langlebig wird, kannst du dieselbe Automation auch mit Cloud Code und Trigger.dev als TypeScript-System umsetzen. Und ich zeige dir in diesem Video beide Systeme komplett von Anfang bis Ende. Ich zeige dir einmal, wie du das System verbindest, welche Prompts du nutzen musst und wie du am Ende auch testest, ob das Ganze auch wirklich produktionsreif ist. Also würde ich sagen, lass uns auch direkt reinstarten. Und wir unterteilen das Video in 3 Teile. Einmal schauen wir, was vor der Automation passiert, wie ihr N8N und Trigger.dev aufsetzt, und ich erkläre euch auch, was Trigger.dev ist, weil es wahrscheinlich für die wenigsten von euch ein Begriff ist. Dann bauen wir ein System aus, eine Automation aus, die wirklich Business Value hat, und am Ende testen wir das Ganze, ob das Ganze wirklich funktioniert. Erstmal, was passiert davor, bevor du überhaupt reingehst und eine Automation baust? Dafür ist es extrem wichtig, dass man den Business-Prozess dahinter sehr gut versteht, also wirklich versteht, was macht das Ganze, was läuft heute gerade schlecht, was geht verloren an Zeit, an Geld, an Kundenanfragen. Dann auch versteht, was der Trigger ist, also was löst die Automation aus, was soll dann nacheinander passieren, und das solltet ihr euch wirklich davor schon bewusst machen, denn im Endeffekt, Claude kann nur so gut bauen, wie du den gewünschten Ablauf wirklich auch beschreiben kannst und den Input, den du ihm gibst. Also es ist extrem wichtig, dass du diese Fragen auch davor schon beantwortet von dem Kopf hast, damit du ihn auch richtig prompten kannst. Dann zum Beispiel, wo das Ganze entscheiden werden muss, was schief gehen kann und wie man das zum Beispiel auch dann im Vorhinein auch schon angeht, kann man natürlich auch im Testloop machen. Und woran man Erfolg erkennt. Heißt, am besten sollte es ein messbares Ergebnis sein. Und die Plattform, die wahrscheinlich die meisten von euch schon kennen, ist N8N. Und es gibt mittlerweile Möglichkeiten, wie du Cloud Code mit N8N kombinieren kannst, um in Cloud Code dann auch Automations aufzubauen. Und eine Möglichkeit dafür ist der N8N MCP Builder, und den zeige ich euch gleich auch nochmal. Das ist im Endeffekt ein Free GitHub Repo, das euch N8N mit Cloud verbinden lässt. Und es ist meiner Meinung nach aktuell die beste Möglichkeit, das Ganze zu machen. Der native Cloud Code MCP-Server, der ist aktuell nicht so gut. Das ist die beste Möglichkeit, das Ganze zu machen mit der höchsten Qualität. Könnt ihr extrem einfach verbinden. Sagt Cloud Code einfach nur, gebt ihm den Link hier und dann sagt ihm, er soll das Ganze hier einfach installieren. Und bevor ihr das Ganze installiert habt, braucht ihr natürlich auch einen N8N-Account. Heißt, den solltet ihr davor machen. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil es ist extrem simpel. Einfach einloggen, einen Account machen. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel, das ist die eine Möglichkeit, entweder in der Cloud ganz normal verwenden. Ich verwende das Ganze auf meinem eigenen Server. Den habe ich zum Beispiel bei Hostinger gemietet. Also ich habe der VPS gemietet bei Hostinger und darüber lasse ich das Ganze laufen. Das seht ihr zum Beispiel hier auch über die URL. Das Ganze läuft bei mir. Heißt, ich habe auch keine zusätzlichen Kosten dazu, außer den VPS-Server, den ich so oder so zahle. Und nachdem ihr schon N8N installiert habt und den MCP-Server verbunden habt, seid ihr auch schon ready, um einfach einen Cloud-Code zu schreiben, damit er Automations erstellt. Und da hört es auch natürlich nicht auf, denn damit ihr wirklich geile N8N-Workflows erstellen könnt, braucht ihr das richtige System und die richtigen Prompts dahinter. Und die zeige ich euch später. Kommen wir auch zu der Plattform Trigger.dev, und der größte Unterschied zwischen N8N und Trigger.dev ist, Trigger.dev funktioniert rein basierend auf Code. Heißt, ihr habt da nicht so ein User-Interface wie zum Beispiel bei N8N, wo ihr hier die Automations seht, so wie jetzt hier zum Beispiel. Das ist ein klassischer N8N-Workflow, wo ihr genau seht, wo was welche Node macht und hier genau sozusagen nochmal ein UI habt, wo ihr drüber schauen könnt. Trigger.dev funktioniert basierend rein auf Code. Und ihr könnt euch hier einfach einen Account erstellen, und nachdem ihr ihn erstellt habt, seid ihr dann hier in dem Interface drin. Ihr habt hier auch eine Documentation und hier wird auch genau erklärt, also trigger.dev/docs/mcp introduction. Hier könnt ihr euch auch den MCP-Server dazu in Cloud Code runterladen. Dafür habt ihr hier einfach genau einen Prompt. Ihr geht hier einfach in Cloud Code dann rein oder erstmal in ein Terminal, und das Ganze sieht bei mir so aus. Falls du Cloud Code noch nie bedient hast und ich weiß, wie das Ganze geht, dann schau dir gerne dieses Video, was ich jetzt hier verlinkt habe, auf meinem YouTube-Kanal dafür an, und ihr pastet einfach den Command ins Terminal und dann installiert ihr das Ganze. Also ich habe das Ganze schon installiert, deswegen wird es bei mir nicht viel machen, aber nachdem ihr das Ganze gemacht habt, genauso auch mit dem N8N MCP-Server, ist das Ganze verbunden und ihr könnt das Ganze durch Cloud Code accessen. Und dann sieht das Ganze circa ungefähr so aus. Ihr habt hier verschiedene Projekte, die ihr erstellen könnt für eure verschiedenen Projekte, und dann habt ihr hier verschiedene Tasks, die dann auch automatisch erstellt werden. Ich habe noch, ehrlich gesagt, noch nichts mit diesem User Interface an sich gemacht, weil das Coole an Trigger.dev ist, es funktioniert wirklich rein basierend auf Code. Das heißt, ihr könnt mit Cloud Code alles komplett monitoren, und er erstellt alles hier drin intern, und ihr müsst hier in der Plattform prinzipiell nichts machen. Und es ist auch weitestgehend sehr kostengünstig.
und in den meisten Fällen zahlst du hier nichts. Also die kostenlosen Credits, die gehen hier auf jeden Fall auch sehr hoch. Also auch noch zu der Frage, wann nutzt du was? Prinzipiell geht beides, also beide nehmen sich nicht viel, aber N8N ist besser, wenn du klar den Ablauf sehen möchtest und es zum Beispiel auch viele bekannte Tools gibt, die du verbinden willst, da du das Ganze auch visuell zum Beispiel für dich einmal hast, aber auch für Kunden, ne, auch noch viel einfacher ist, das Ganze zu verstehen. Und Trigger.dev ist, wenn das alles wirklich nur rein basierend auf Code ist, du kannst die Automations, kannst genau die gleichen Automations erstellen bei den Plattformen. In der Hinsicht nehmen sie sich nichts. Aber wenn zum Beispiel die Automations sehr viele Regeln zum Beispiel haben und das Ganze wirklich besonders sauber testen und weiterentwickeln willst, dann ist Trigger.dev auch eine sehr, sehr gute Alternative. Du kannst aber auch zum Beispiel beide Tools miteinander verbinden. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem Beispiel-Workflow, den wir zusammen ausbauen, damit du auch verstehst, wie simpel das Ganze funktioniert, wenn du das richtige System dahinter hast. Und zwar bauen wir hier in dem Beispiel einen realen Inbound-Lead-Prozess mit einer kompletten Business-Logik, einmal in der N8N und Cloud Code und einmal mit Cloud Code und Trigger.dev. Und das Problem, das wir lösen, ist, Leads gehen extrem oft einfach im Alltag verloren und der Zielzustand ist, das messbare Ergebnis ist, dass jeder einzelne Lead einen kontrollierten Weg hat, wie er validiert, qualifiziert, ins CRM geroutet wird, das CRM geupdatet wird und dann zum Beispiel der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter kontaktiert wird. Und das Ganze läuft so ab, dass der Trigger ist, dass ein neuer Lead reinkommt, als Beispiel durch ein Formular, durch eine Webhook, durch die Website-Eintragung, dadurch, dass er sich durch eine Ad-Kampagne zum Beispiel eingetragen hat. Das kann man natürlich sehr aufs Business anpassen. Dann wird er hier qualifiziert, heißt wird geschaut, passt der Lead, hat er einen Bedarf, hat er Budget zum Beispiel auch und dann wird eine Aktion ausgeführt. Zum Beispiel wird der Owner kontaktiert oder das CRM aktualisiert und danach wird noch das SLA geprüft, also das Service Level Agreement. Und allgemein zum Video habe ich euch hier eine komplette Ressource erstellt, wo ihr auch nochmal alles komplett da drin stehen habt. Zum Beispiel auch nochmal die Prompts, die ich auch hier verwenden werde als Beispiel für den Blueprint, wie ihr das Ganze wirklich richtig einstellt, sodass die Automations auch wirklich eine hohe Qualität haben, wie man das Ganze auch mit dem N8N MCP-Server richtig promptet oder auch zum Beispiel mit Trigger.dev. Und genau das verwenden wir jetzt. Das Gute ist, dass ich jetzt hier sozusagen die Arbeit davor schon getan habe, da ich hier sozusagen komplett beschrieben habe, genau was ich haben will für die Automation und ich kopiere jetzt einfach das hier, füge das in Cloud Code ein. Zusätzlich dazu füge ich den Master Blueprint sozusagen, den Master Prompt hier ein und für N8N den hier und für Trigger.dev den hier und das habe ich gerade eben auch schon getan. Und ich lasse die beiden einmal laufen und wir schauen mal, was da für ein Ergebnis rauskommt, wenn wir das richtige System und den richtigen Prompt dafür verwendet haben. Und ihr werdet es merken, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich relativ One-Shot schon ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Dann gehen wir natürlich in die Testloop und schauen, dass das Ganze wirklich produktionsreif ist. Und wenn wir auch schon dabei sind, ich habe hier in meiner Software in ScaleOS den kompletten Prozess hier drin auch noch, wo du Leads hierüber scrapen kannst, zum Beispiel in einer Stadt, als Beispiel Immobilienmakler, da haben wir schon was analysiert, Immobilienmakler in München und da wird jeder einzelne Lead im Detail recherchiert, es wird eine komplette Analyse für das Unternehmen gemacht, da wird die größte Lösung oder die beste Lösung, die man implementieren kann, herausgefiltert. Als Beispiel hier haben die keine Online-Terminbuchungen für Erstberatung oder Besichtigung hier für den Immobilienmakler. Da wird der Business-Use-Case angeschaut, es werden Erstkontaktnachrichten direkt für ihn erstellt, ein Gesprächsleitfaden und einen Bauplan für die Umsetzung, wo ich auch genau den kompletten Prozess hier drin habe, wo ich einmal den kompletten Prompt habe, den wir auch nehmen können, den wir dann in Cloud Code kopieren, der dann die kompletten Automations erstellt. Und den Workflow, den ich dir vorhin gezeigt habe, ist genau für diesen Use Case und das ist mit einem einzigen Prompt erstellt worden durch meine Software. Also eine komplett fertige, funktionsfähige Lösung, die ich nur noch beim Unternehmen implementieren muss, für die ich zwischen 1,3 und 2,7K chargen kann. Und das ist natürlich auch nicht alles in der Software, sondern du kannst über die Software deinen kompletten LinkedIn-Outreach laufen lassen, deine komplette E-Mail-Akquise laufen lassen. Du hast nochmal einen Lead-Scraper intern. Du hast ein komplettes CM hier drin. Du kannst Rechnungen, Angebote und Verträge verschicken und signieren lassen. Du hast Group Calls, einen AI-Berater, der auf meinen kompletten Kontext und einmal YouTube-Videos von meinem gesamten Videokurs trainiert ist und auch auf dich als KI-Agentur, basierend auf deinen gesamten Daten, ein To-Do-Management-Board und einen kompletten Videokurs zum Thema KI-Agentur. Wenn du denkst, dass so eine Software dir Mehrwert geben könnte, dann check sehr gerne den ersten Link in der Beschreibung ab und wir machen weiter mit den anderen Automations, die jetzt erstellt wurden. Schauen wir erstmal, was bei N8N rausgekommen ist. Ich sehe hier schon, er hat direkt ein Artefakt erstellt, das wir gleich auch nochmal anschauen können, wo wahrscheinlich die meisten Informationen drin sind. Und wir gehen mal rein. Was Sie hier jetzt sehen ist, er hat 3 Automations erstellt und ich habe bis jetzt noch nichts gemacht da drin. Heißt, wir gehen hier einmal rein in den ersten Teil davon, das ist im Endeffekt Eingang, Qualifizierung und ins CM. Und wenn wir das Ganze so auf den ersten Blick betrachten, sieht das Ganze schon sehr gut aus. Das CM nutzen wir hier in dem Falle das interne von N8N direkt. Und wir sehen auch hier, wenn wir in Executions reingehen, dass er das Ganze auch selbst komplett getestet hat. Heißt, er hat das Ganze auch wirklich genommen und getestet,
auf genau die Steps, die ich im Prompt erwähnt habe, was er testen sollte, damit das Ganze auch übergabefähig ist. Und wenn wir hier jetzt in das Artefakt reingehen, habe jetzt kurz schon durchgescrollt, sehen wir auch, er hat hier genau beschrieben, wie das Ganze abläuft, was der Workflow ist, was ich sogar relativ cool finde, dass er mir direkt das Artefakt dafür erstellt hat. Jetzt sehen wir hier die Zugänge. Ich schaue hier gerade, dass ich kein API-Key mit drin habe, sonst muss ich das hier in dem Video ausblenden. Die bekannten Grenzen daraus dementsprechend und hier, was auch die Ergebnisse davon sind. So, die Testnachweise, die er gemacht hat. Happy Path ist im Endeffekt, wenn er alles durchgegangen ist, wenn alles perfekt funktioniert hat, das dauert ca. 0,3 Sekunden und er hat hier alles getestet und ist alles durchgegangen, damit das alles komplett funktioniert. Ich habe hier auch einen Telegram-Chatbot, der dann auch eskalieren kann, sobald der Lead ready ist und an mich übergeben werden kann. Hier haben wir einmal den Lead hier drin. Das Ganze sieht alles gut aus und wenn wir hier jetzt auch in den N8 Workflow reingehen, hier haben wir alles. Wir schauen auch nochmal die anderen zwei hier an, einmal den SLA-Wächter und er schreibt hier auch jedes Mal auch nochmal davor, für dich sozusagen als Laie dann auch sozusagen nochmal die Erklärung, falls du es nicht direkt hier rauslesen kannst, kannst du natürlich immer noch N8N immer wieder fragen, falls du jetzt selbst davor oder Cloud Code fragen, falls du selbst nicht davor Erfahrung hast im Automation Spawn. Ich bin tatsächlich schon seit 3 Jahren hier drin, deswegen ich verstehe auch, was hier alles abgeht, deswegen ich brauche das nicht. Aber das Coole ist, mit der Konfiguration kannst du Cloud Code nach allem fragen, auch sobald du irgendetwas nicht verstehst. Und hier sieht es auch alles valide aus. Wir schauen mal, hier ist alles anscheinend durchgegangen. So, mit den ganzen Testdaten hat er alles für mich getestet mit dem Prompt. Jetzt gehen wir nochmal in den letzten Workflow rein. So, und das ist einfach nur der Fehleralarm, wenn irgendein Error kommt, dass wir dann auch das Ganze hier beheben können. Und wenn irgendein Error kommt, dann wird mir auch eine Nachricht geschrieben, sodass ich immer Bescheid weiß. Selbst wenn mal der Worst Case ist und die Automation irgendwie nicht funktioniert oder es irgendetwas gibt, dass irgendein Fehler auftritt, kriege ich direkt Bescheid und ich kann direkt eingreifen, sozusagen der Human in the Loop hier in dem Element, was immer sehr, sehr wichtig ist, auch zu beachten in den gesamten Workflow. Und all around bin ich mit N8N, mit der Lösung extrem, extrem zufrieden. Und wir schauen mal gleich, wie das Ganze auch bei Trigger.dev aussieht. Da wir dann hier in Trigger.dev leider nicht so eine schöne Ansicht haben wie in N8N, schauen wir mal gleich. Kleiner Location-Wechsel, aber Trigger.dev ist jetzt auch fertig. Er hat mir jetzt wieder hier ein Artefakt erstellt und wir können das Ganze auch hier direkt nachschauen. Das sind die Tasks, die er dafür erstellt hat. Und hier können wir auch nochmal drüber schauen. Er hat 82 von 82 Logiktests bestanden und es sieht alles auf jeden Fall im grünen Bereich aus. Und wir können hier alles nochmal durchgehen. Ist halt natürlich alles auf Code basiert, deswegen können wir jetzt schwer wirklich jetzt alles im Detail nochmal nachprüfen. Wie er es gerade zum Beispiel aufgebaut hat, er hat das CRM in Supabase aufgebaut und ansonsten läuft da auch alles. Ich habe gerade auch schon die Nachrichten auf dem Telegram-Bot von ihm bekommen, dass er die Automation geprüft hatte in den spezifischen Cases und dass hier auch wieder alles funktioniert. Und damit hast du jetzt die 2 Wege gesehen. Du kannst Cloud Code einmal mit dem N8N MCP Server extrem easy verwenden oder mit Trigger.dev viel komplexere Lösungen und das Ganze ist wirklich nur mit ein paar Klicks erledigt. Aber das Wichtigste ist nicht das Tool, sondern das Wichtigste ist, dass du klar die Geschäftsprozesse dahinter verstehst und Cloud die Regeln, die Fehler gibst und ein konkretes Ziel. Und damit wird das Bauen extrem viel leichter werden. Und damit du das alles direkt für dich umsetzen kannst, habe ich dir einen kompletten Guide erstellt, wo ich dir komplett alle Prompts, alle Regeln und alle wichtigsten Schritte mit reingenommen habe. Und das ist komplett kostenlos in der Videobeschreibung zur Verfügung. Und wenn du solche Automations nicht nur bauen willst, sondern als KI-Agentur zuverlässig an Kunden liefern willst, findest du in der Videobeschreibung auch Infos zu meiner Software ScaleOS, was eine All-in-One-Lösung für KI-Agentur ist. Nicht nur für den Fulfillment-Bereich, sondern speziell auch für die Kundenakquise, dass du auch in den ersten 3 Monaten mit der Software die ersten Kunden für dich als KI-Agentur gewinnst. Wenn du weiter interessiert bist an einer Zusammenarbeit mit mir persönlich, dann findest du dazu auch Infos in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dir hat dir dieses Video gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, wenn irgendwelche Sachen unklar für dich waren, dann schreib es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns auf dem nächsten Video.